Dass die SPD heute über dieses Thema sprechen möchte und als primäres Ziel, als primäre Lösung noch mehr Zuwanderung, also noch mehr Migration, noch mehr Belastung für unser Sozialsystem vorschlagen möchte, das ist an Hohn kaum zu überbieten, und dazu komme ich heute. Hey Leute, heute wird's echt brisant. Ulrich Siegmund von der AfD haut einen Hammer nach dem anderen raus. Der Punkt: Es kommen einfach keine Fachkräfte. Und während wir überall Mangel erleben, von Ärzten bis hin zu Schulen, redet die SPD immer noch davon, alles mit mehr Migration zu lösen. Siegmund sagt klipp und klar, die wahren Probleme ignoriert, seit 20 Jahren nichts gemacht und jetzt ein riesiges Rentenloch vor der Nase. Leute, das ist keine Debatte mehr, sondern ein echter Weckruf. Seid ihr bereit zu hören, was da falsch läuft? Auf geht's. Danke, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jeder in diesem Land wird es ja inzwischen bemerkt haben, wir haben definitiv einen massiven Fachkräftemangel, nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ. Und das merkt jeder, der mal in diesem Land an einem Flughafen war. Das merkt jeder, der in diesen Zeiten mal essen gehen wollte. Das merkt jeder, der zu einem Arzt gehen wollte, wenn er überhaupt noch einen Termin bekommt. Man merkt es in den Schulen, in den Kindertageseinrichtungen. Man merkt es im Prinzip in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Uns fehlen wirklich gute Leute. Und dass die SPD heute über dieses Thema sprechen möchte und als primäres Ziel, als primäre Lösung noch mehr Zuwanderung, also noch mehr Migration, noch mehr Belastung für unser Sozialsystem vorschlagen möchte, das ist an Hohn kaum zu überbieten, und dazu komme ich heute. Liebe SPD, dass Sie darüber sprechen, ist absolut unverschämt, weil Sie sich nämlich hier hinstellen und so tun, als wenn das hier vom Himmel gefallen ist. Frau Dr. Pehle, das haben Sie ja gerade noch mal bestätigt, und ich möchte aus Ihrer Debatte zitieren, Zitat: Was sich noch vor einigen Jahren als Problem für die Zukunft darstellte, ist heute als gegenwärtige Herausforderung mit Händen zu greifen. Zitat Ende. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die aktuelle Situation, der Fachkräftemangel, war seit mindestens 20, 25 Jahren mit mathematischer Gewissheit 100% darstellbar. Man wusste genau, wie viele Kinder werden geboren, wie viele Menschen verlassen unseren Arbeitsmarkt, welches Delta haben wir aufzufangen, was müssen wir politisch dagegen tun. Und die SPD, die heute darüber sprechen möchte, regiert dieses Bundesland durchgängig seit 2006. Sie hatten 16 Jahre Zeit, um sich auf diese Situation vorzubereiten. Überhaupt nichts haben Sie an den Grundursachen dieser Problematik gemacht, und deswegen ist das absolut unverschämt und einfach nur peinlich. Sie haben es gemeinsam mit der CDU übrigens seit der Wende nicht geschafft, in diesem Land kostenlose Kita-Plätze für alle Eltern in diesem Land anzubieten. Sie haben es nicht hinbekommen. Sie haben für alles Geld, aber nicht für den elementaren Baustein einer wirklich familienfreundlichen Politik. Sie haben es bis heute nicht geschafft, kostenloses Kita- und Schulessen anzubieten. Die CDU hat es letztes Jahr übrigens im Landtagswahlkampf noch mal gefordert. Wir haben es zweimal beantragt, zweimal abgelehnt. Es ist einfach nur eine Heuchelei. In diesem Land wurde es seit der Wende nicht geschafft, für Familien, die gerne einen Kinderwunsch haben, eine familienfreundliche Politik herzustellen, damit sie all die Fürsorge des Staates erhalten, die sie dafür brauchen. Und das zeigt, Sie haben diese Probleme nicht nur nicht kommen sehen, sondern Sie sind Teil des Problems. Sie haben sie persönlich mit zu verantworten. Und man muss dazu aber noch eins sagen: Es sind ja nicht nur die Fachkräfte, die uns fehlen. Ein anderes Problem steht hier vor der Tür, was eigentlich niemand so richtig auf dem Schirm hat, und zwar die unfassbare Problematik in der Rentensituation. Wenn in 5 bis 10 Jahren die Babyboomer-Generation, das heißt die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre, mit einem Schlag ins Renteneintrittsalter gehen und dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen, weil das sind die Menschen, die heute noch dieses Land hauptsächlich am Laufen halten, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Und jeder, der volkswirtschaftlich nicht ganz borniert ist und seine Klappen hier, seine ideologischen Klappen ein bisschen ablegt, der weiß, dass das vorne und hinten nicht finanzierbar ist und dass unser Rentensystem hier absehbar vor dem Kollaps steht, aber auch hier seit 16 Jahren untätig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dann geht Ihr Lügenzirkus im Debattentext weiter. Ich möchte weiterhin zitieren aus der Debatte. Zitat: Corona hat die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt noch deutlicher gemacht. Wie lange wollen Sie an diesem Narrativ festhalten? Corona hat überhaupt nichts gemacht auf dem Arbeitsmarkt. Es waren die völlig schwachsinnigen, willkürlichen und schädlichen Maßnahmen, die bis heute problematisch hier in unserem Arbeitsmarkt ihre Auswirkungen haben. Das fängt schon mal in der Gastro an. Fragen Sie doch mal einen Gastronomen, was er von Ihren Maßnahmen rückwirkend hält. Der zeigt Ihnen Vogel. Die haben so viele Leute verloren, so viele Leute haben diesem Berufsfeld den Rücken gekehrt und werden nicht mehr dahin zurückkommen. Ein riesengroßes Problem nachhaltig. Das sieht man auch im medizinischen Bereich. Jeder einzelne Mensch in diesem Land im medizinischen Bereich ist händeringend gebraucht. Wir können keinen einzigen verlieren. Ich weiß nicht, ob Sie das anders sehen. Sie interessiert es ja wahrscheinlich nicht mal. Was ist passiert?
Bis heute hält dieses Bundesland gemeinsam mit der Bundesrepublik Deutschland an einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht fest. Und das, obwohl selbst aus der CDU jetzt endlich mal die Ersten aufwachen und sagen, aus ihrer Partei wachen endlich mal die Ersten auf und sagen, es gibt massive Nebenwirkungen, wir müssen das Thema ernst nehmen. Genau das, was wir seit 2 Jahren gesagt haben und genau das, wo wir seit 2 Jahren gesagt haben, mit diesen Erkenntnissen verbittet sich eine Impfpflicht in jeglicher Form. Und Sie halten bis heute daran fest. Sehen Sie, Schweigen im Walde. Sie halten bis heute daran fest, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen wir in dieser Branche verloren haben. Und die werden nicht mehr zurückkommen, weil Sie aus dem System gedrängt haben. Das ist Ihre Verantwortung. Und jetzt stellen Sie das hier in einem völlig anderen Kontext dar. Übrigens noch viel mehr Branchen, Tourismus, Logistik, im Prinzip so viele Bereiche dieser Gesellschaft, die Sie gegängelt haben mit Ihren Maßnahmen. Und jetzt stellen Sie sich nach wie vor hin und sagen, das war alles Corona und nicht unsere Maßnahmen. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem in dem ganzen Fachkräftemangelbereich, über das keiner spricht, weil es politisch unkorrekt ist, was wir aber gerne aussprechen, weil es zur Wahrheit dazugehört. Wissen Sie, wie viele Leute Sie aus dem Arbeitsmarkt ziehen, indem Sie sie in Ihre Versorgungsposten stecken? Allein nach der Landtagswahl 2016 hat dieses Bundesland, dieses kleine Bundesland, in einem Jahr 279 neue Stellen in den Ministerien geschafft. Die aktuellen Zahlen frage ich gerade ab. Und jetzt rechnen Sie das mal hoch auf alle Bundesländer, auf die Landkreise, auf die ganzen Vereine. Und den Vogel abschießen tut jetzt die Ampelregierung. 10.000 neue Stellen durch die Ampelregierung. Das sind alles Menschen, die dem Arbeitsmarkt der freien Wirtschaft nicht zur Verfügung stehen, weil sie irgendwo in ihre Versorgungsposten einrücken. Und dazu, dass sie die Arbeitskräfte nicht haben, haben sie noch die unfassbaren Gelder, die dafür notwendig sind, um so viele Menschen zu beschäftigen. Und wir haben das auch in kleinem Maße. Hier bei uns in Sachsen-Anhalt. Wir haben einen extrem linken Verein, Miteinander e.V., der hauptsächlich Menschen von den Grünen und von der SPD auffängt, die in der freien Wirtschaft sowieso keine Chance hätten. Was ist da der Fall? Gucken Sie den Haushaltsplan. 20% Aufwuchs bei den Personalausgaben. 20%. Sie spielen es wieder mit, liebe CDU. Nee, immer nicht. Ja, es sind immer dieselben Probleme, Herr Meister. Fragen Sie doch mal einen Unternehmer. Fragen Sie, Herr Meister, fragen Sie mal einen Unternehmer da draußen in der aktuellen Situation, ob er mal eben 20% mehr Mittel für Mitarbeiter bereitstellen kann. Kann er natürlich nicht. Aber was machen Sie hier? Sie genehmigen sich mal wieder einen schönen Schluck aus der Steuerpulle. Das fällt ja hier nicht auf, das geht ja alles unter. Und Sie winken das mit durch für Ihre Leute. Und das ist ein riesengroßes Problem in diesem Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es kann nicht jeder Integrationslots in diesem Land werden. Es kann nicht jeder Gleichstellungsbeauftragter werden. Wir müssen den Fokus auf die Menschen lenken, die diesen ganzen Zirkus hier erwirtschaften. Das muss hier wieder im Kern der Politik sein. Aber das möchten Sie gar nicht. Sie kümmern sich hier nur um Ihre eigenen Leute. So, jetzt zu Ihrer vermeintlichen Lösung. Sie wollen das durch noch mehr Zuwanderung lösen. Jetzt lasse ich einfach nur mal Zahlen sprechen. Das kann jeder für sich bewerten. Seit 2015 kamen, wie wir alle wissen, Millionen Menschen in dieses Land. Da war ihre Zuwanderung. Wir haben 11,8 Millionen nicht-deutsche Staatsbürger in Deutschland. 11,8 Millionen Ausländer. Und wissen Sie, wie viele davon sich in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis befinden? 4,5 Millionen. Nicht mal die Hälfte. Und der Rest, wir wissen ganz genau, wer das finanziert. Und da schlägt sich auch der Bogen. Beim letzten Mal haben wir über das Bürgergeld gesprochen. Beim Bürgergeld habe ich festgestellt, dass über die Hälfte der Bürgergeldbezieher keine deutschen Staatsbürger sein werden. Und wer finanziert die ganze Party? Der deutsche Bürger und Steuerzahler, meine sehr geehrten Damen und Herren. So, was wollen Sie jetzt aber auf Bundesebene machen? Und es ist ja kein Zufall, dass die SPD heute diese Debatte einbringt, weil auf Bundesebene findet ja gerade der Ausverkauf unserer Staatsbürgerschaft statt durch die SPD. Sie möchten welche Pläne jetzt zur Einbürgerung machen? Die deutsche Sprache ist keine Voraussetzung mehr für die deutsche Staatsbürgerschaft. Ein unfassbarer Skandal. Sprache ist der Schlüssel zur Integration, das wissen wir alle. Dass Sie das abschaffen wollen, zeigt uns, dass es Ihnen nicht um die qualitative Zuwanderung in den Arbeitsmarkt geht, sondern um Massenmigration. Zweiter Punkt. 5 Jahre reichen jetzt aus schon zur Einbürgerung. Kinder von Asylbewerbern, die sich 5 Jahre lang auf deutschem Boden aufgehalten haben, sind automatisch mit der Geburt deutsche Staatsbürger. In keinem Land dieser Welt wird Asyl und Einwanderung sowas von zusammengemischt und so die eigene Staatsbürgerschaft mit Füßen getreten. Es gibt keine Integrationsnachweise mehr, die erforderlich sind. Das öffnet auch die Tür für Analphabeten, weil es keine Prüfung mehr gibt. Es fragt niemand beispielsweise mehr nach vielen Ehen. Früher wurde gefragt, wie viele Ehen bestehen. Wird jetzt komplett unter den Teppich gekehrt. Sie möchten jetzt 2 Millionen Menschen im Turbomodus einbürgern, unsere Staatsbürgerschaft in die Welt verschenken. Natürlich auch, um Zahlen wie die vorhin zum Arbeitsmarkt absolut zu verschleiern, weil die gehen dann unter. Und was hier aber überhaupt keiner diskutiert politisch. Wissen Sie eigentlich, dass das auch ein Schlag ins Gesicht der Migranten ist, die hier über Jahre und Jahrzehnte
sich angepasst haben, die unsere Sprache gelernt haben, unsere Werte schätzen, unsere Kultur schätzen, angenommen haben, unsere Rechte schätzen, mit anpacken, mit arbeiten gehen. Und die jetzt aufwachen und sagen, was ist denn jetzt hier? Jetzt habe ich mich jahrelang auf diesen schweren Test vorbereitet und Sie verschenken jetzt in die Welt. Und wissen Sie, wo diese Leute landen? Wissen Sie, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund uns als AfD gerade anschreiben und sagen, dass es in Deutschland nur noch eine einzige Kraft gibt, die für deutsche Werte eintritt, warum sie eines Tages mal vor 20 oder 30 Jahren nach Deutschland gekommen sind und die jetzt bei uns landen und uns als Alternative anerkennen. Das ist Faktenlage und diese Menschen verraten Sie auch mit Ihrer Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich möchte ja auch noch mal meinen Kollegen Oliver Kirchner zitieren. Solange sich in diesem Land 2 Integrationshelfer um 5 Asylbewerber kümmern, aber 2 Altenpfleger auf 30 Patienten kommen, läuft hier richtig was schief in diesem Land. Und das sind die ganzen Probleme, die man eigentlich gar nicht in dieser kurzen Zeit jetzt zusammenfassen kann. Wir müssen auch noch was gegen die Überakademisierung machen. Sprechen Sie mit den Handwerkskollegen. Jeder möchte irgendwas studieren in diesem Land. Völliger Blödsinn. Eine vernünftige Berufsausbildung ist auch ehrenwert und muss auch wieder wertschätzend in dieser Gesellschaft vermittelt werden. Schon in den Schulen. Wir brauchen einen Abbau der Versorgungsapparate, wenn wir nur einen Bruchteil der unzähligen Milliarden, die hier an diesen ganzen Versorgungsapparaten versickern würden, umleiten würden dahin, wo sie hingehören, nämlich zu den Menschen, die es erwirtschaften, zu den Familien, dann wäre unserem Land deutlich mehr geholfen. Meine sehr geehrten Kollegen, Ihre Träume gehen mal wieder an der Lebensrealität, wie immer hier eigentlich in den letzten Jahren, der Menschen in diesem Land vorbei. Sie versuchen auch ihre persönliche Verantwortung zu verschleiern. Wir möchten die volle Aufmerksamkeit den Menschen gegenüber zukommen lassen, die all das erwirtschaften, unseren deutschen Bürgern und Steuerzahlern und den Familien. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.